Muss ich über die Ortschaft knattern da? Da unten zeigt schon einer einen Mittelfinger gerade. Echt? Nein. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns am Flugplatz Schönhagen, Echo Delta Alpha Zulu im Südwesten Berlins. Der Plan war, zunächst nach Osten zu starten und dann die Kontrollzone des BR von Süd nach Nord zu durchfliegen, also über Maik rein, dann die Pisten kreuzen und dann über November wieder raus. Dabei hatte ich mir vorgenommen, den Flugfunk auf Englisch abzuwickeln. Das kann man auch auf Deutsch machen, das habe ich ja in einem meiner früheren Videos gemacht. Allerdings ist das ein internationaler Flughafen und da sollte man vielleicht doch Englisch sprechen, damit auch die anderen Verkehrsteilnehmer verstehen, was man sagt. Interessanterweise wird das aber bei der Flugprüfung im Regelfall nicht gefordert, da soll man das nämlich in deutscher Sprache machen. Ich habe ja ein paar Jahre in den USA gelebt und dort auch meinen Flugschein gemacht. Das sollte also für mich kein Problem sein. Zu Hause bin ich auch nochmal die Terminologie durchgegangen und fühlte mich gut gerüstet. Aber trotzdem bin ich da aus dem Tritt geraten. Naja, schaut mal selbst. Okay. Berlin Tower Delta Echo Romeo Alpha Echo. First Lufthansa 9873, wind 270 degrees 9 knots, runway 25 left, cleared immediate takeoff. Lufthansa 9873, 25 left, cleared immediate takeoff. Die Controller am BER sind nach meiner Erfahrung immer sehr kooperativ. Und wenn er da nicht antwortet, dann hat er wirklich andere Prioritäten im Moment. Das konnten wir ja auch mithören. Ich habe es aber dann eine gute Minute später nochmal versucht. Berlin Tower Delta Echo Romeo Alpha Echo. Delta Echo Romeo Alpha Echo, Berlin Tower, Standby. Standby Alpha Echo. Wenn der Controller diesmal wieder nicht geantwortet hätte, dann hätten wir von unserem Vorhaben auch abgesehen. Aber jetzt hat er uns auf dem Zettel und so beschlossen wir zu warten. And Berlin Tower for Delta Echo Romeo Alpha Echo, do you still read? Positiv Delta Echo Romeo Alpha Echo. Delta Echo Romeo Alpha Echo, so jetzt habe ich Zeit. Ja, Delta Echo Romeo Alpha Echo, Cessna 172, VFR 2 nautical miles southeast of Maik, 2400 request crossing of control zone via Maik and November. Delta Echo Romeo Alpha Echo, Roger, QNH 1016, runways 25 left and 25 right in use, standby for entry clearance. Okay, QNH 1016 and runways 27 left and 27 right, standby. Delta Echo Romeo Alpha Echo. Delta Alpha Echo, and just for confirmation, it's runways 25. Correct, runway 25, Delta Alpha Echo. Das hat mich natürlich geärgert, dass ich anstatt Runway 25 hier 27 zurückgelesen habe. Vielleicht sind auf meiner Festplatte noch die Layouts der Flugplätze Opa-locka, wo ich fliegen gelernt habe, und Tamiami, wo später meine Homebase hatte, eingebrannt. Die hatten nämlich jeweils Runways 27 left und 27 right. Ein entscheidender Fehler war mir allerdings schon vorher passiert. Auf die Frage des Lotsen Do you still read habe ich geantwortet positiv. Der Tower-Lotse hatte dann zunächst in Deutsch weitergeredet. Das hatte mich verwundert, aber ein Blick in die Vorschriften schafft Klarheit. Hier die Nachrichten für Luftfahrer 2023-1-2726 vom 8. Februar 2023, Bekanntmachung über die Sprechfunkverfahren. Wenn man auf eine Meldung mit Ja antworten möchte, dann sagt man im Englischen affirm und nicht positiv. Positiv ist nämlich dann die Rückmeldung in Deutsch. Und so war es dann auch nicht verwunderlich, dass er dann folgerichtig in Deutsch weitermachte. Delta Echo Romeo Alpha Echo, Einflug in die Kontrollzone über Maik genehmigt. Fliegen Sie Richtung Schwelle Piste 25 links und warten Sie auf Kreuzen. Okay, Einflug in die Kontrollzone genehmigt, via Maik Richtung Schwelle Piste 25 rechts und warten. Delta Alpha Echo. Also, ihr wolltet ja Englisch reden, dann proceed inbound threshold runway 25 left and stand by for crossing Delta Alpha Echo. Yes, of course, to threshold runway 25 left and wait for crossing Delta Alpha Echo. Okay. So, und dann schneiden wir den Mike mal an hier. Und dann fliegen wir zum Runway Threshold 25 left. Delta Echo Romeo Alpha Echo, traffic Airbus 319er on 2.5 miles final for runway 25 left, 1000 feet, descending, report traffic in sight. Traffic in sight, Delta Echo Romeo Alpha Echo.
Delta Echo Romeo Alpha Echo, behind mentioned traffic, crossing extended center line approved. Caution wake turbulence, in any case, stay east of thresholds, runway 25 left and right. Crossing of runway threshold 25 left approved, stay east of the threshold. Delta Echo Romeo Alpha Echo. Gott, oh Gott, oh Gott. Ungewohnt, ne? Ja. Also das wird auf jeden Fall kein Video für YouTube. Delta Echo Romeo Alpha Echo, proceed direct November, leave control zone via November. Proceed direct November, leave control zone via November. Delta Echo Romeo Alpha Echo for today. Delta Echo Romeo Alpha Echo, November 2400. Delta Echo Romeo Alpha Echo, approved to leave frequency, bye bye. Approved to leave frequency, thanks for today, Delta Echo Romeo Alpha Echo. So, jetzt sind wir durch. Schönhagen Information, Delta Echo Romeo Alpha Echo. Delta Echo Romeo Alpha Echo, Schönhagen, hallo. Ja, Delta Echo Romeo Alpha Echo, Sie planen schon mal westlich des Platzes, 2200 Fuß, am Flug zur Landung. Delta Echo Romeo Alpha Echo, Piste 25 nach wie vor und QNH 1017 jetzt. Piste 25 und QNH 1017, Delta Alpha Echo, danke. So, Endanflug, Landeklappen, okay, Autopilot, Anflugbriefing ist, wir gehen jetzt von Süden die Platzrunde rein, dann nach rechts in den linken Gegenanflug bis zu 25, dann links rum, Queranflug und Final. Die Delta Echo Romeo Alpha Echo an der Mertensmühle 1000 Fuß, drehe gleich den Platzrunde ein. Delta Alpha Echo, das ist verstanden. Also gleich am Ziel, aber es sollte nochmal spannend werden. Die Echo ist jetzt im Gegenanflug zu 5, seht ihr uns? Negativ. Wir müssen von dir aus von links kommen, ich sehe euch zumindest mal. Okay, ich drehe jetzt in den Gegenanflug, das bis zu 25 ein. Ach, wo sind die? Siehst du sie? Links soll die kommen? Ja, links. Ja, auf 12 Uhr. Ah, okay. Okay, da mache ich mal einen Rechtsturn 360 Grad, das ist zu eng. Dankeschön. Das andere Luftfahrzeug befand sich im Gegenanflug zur Piste 25 und wir wollten die Platzrunde rein. Wer hat da Vorrang? Immer wieder wird kolportiert, dass Luftfahrzeuge, die sich in der Platzrunde befinden, Vorrang haben. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Maßgeblich ist die Durchführungsverordnung 923/2012 vom 26.09.2012, die als EU-Norm direkte Rechtswirkung in den Mitgliedstaaten entfaltet. Diese ist eher geläufig unter der englischen Abkürzung SERA für Standardized European Rules of the Air. Der war auch höher als die Platzrunde, das ist natürlich Unter Kapitel 2 Vermeidung von Zusammenstößen finden wir die Ausweichregel, wenn sich zwei Luftfahrzeuge in nahezu gleicher Höhe begegnen. Es gilt rechts vor links. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Muss ich hier über die Ortschaft knattern da? Weder in diesem Kapitel noch irgendwo sonst findet sich die Regel, dass Luftfahrzeuge in der Platzrunde grundsätzlich Vorrang Da hätten. unten zeigt schon einer einen Mittelfinger gerade. Echt? Nein. In der Konsequenz bedeutet das bei einer Linksplatzrunde, dass das in die Platzrunde einfliegende Luftfahrzeug Vorrang hat, weil es nämlich von rechts kommt. Folgerichtig hat in einer Rechtsplatzrunde das Luftfahrzeug, das sich in der Platzrunde befindet, Vorrang, da es von rechts kommt. Und die Delta Alpha Echo dreht in den Gegenanflug bis 25. Delta Alpha Echo, verstanden. Selbstverständlich sollte man da nicht auf seinem Recht bestehen und so enthält das gleiche Kapitel unter SERA 32.1 die Bestimmung, dass alle verantwortlichen Piloten eben die Verpflichtung haben, Maßnahmen zur Vermeidung von Zusammenstößen zu ergreifen. Und so habe ich es dann auch gehalten, auch wenn es bedeutet, dass man in nicht ausreichender Höhe über eine Ortschaft fliegen muss.
Delta, Alpha Echo rollt dann auch zurück zu den Hangars, Oscar, ne? Danke soweit. Alpha Echo, Yoda ist verstanden. Schönen Tag noch. Jo. Jo, tschüss. Aber was sind das für Kisten da? Guck mal. Und ich glaube, das ist da hier vorne, das ist da tatsächlich hier, der Merz. Meinst du? Ja, das ist dem seine Kiste. Deine hier oder was? Diamond ist das. Oder die hier, Private Wing? Ne, hier rechts, die kleine. So, echt? Ja, die fliegt er doch selber. Das sind die Bodyguards von ihm. Quatsch. Letztlich war es doch nicht die Diamond von Friedrich Merz, obwohl er regelmäßig in Schönhagen landet, wenn er nach Berlin kommt. Aber interessant waren die beiden größeren Maschinen daneben. Mit denen ist die Fußball-Herrenmannschaft des FC Bayern München in die Hauptstadt geflogen, um dort gegen Hertha BSC zu spielen. Das Spiel endete übrigens 2:3.